The big game is fast approaching, but wait, you still haven't got your tickets. You've spent hours searching, but you're still confused about ticket prices. Time to stop searching. Visit ticketcompare.com. We compare ticket prices for all the popular leagues and tournaments for you. We work only with the most trustworthy sites, so you can have peace of mind when buying your tickets. Compare prices, buy tickets, get to the game. Ticketcompare.com. Buying tickets made simple. Evening, everyone. If I could just ask you to put your hands up first, and I'll come to you. And remember, we've got a translator who will be helping us through this for the non-German speakers. Chris. I have a translator. Okay. I will check, you know. Also bitte auf das Mikrofon warten und dann können Sie die Fragen stellen. Los geht's. Arsene, every Arsenal fan on the planet's been in a pretty good mood since Saturday. What did that win do for the atmosphere in the squad this week? Well, of course, it helps to win football games because it lifts confidence, and to win big games is important as well. But that is already behind us. We are focused on tomorrow, and we just want to continue to win, and we can make sure that we finish top of a group tomorrow, and that's what we want to achieve now. You know, 1 point to top the group. Why is that so important to you? Moment, ganz kurz. Ja, die Übersetzung. Erstmal die Frage. Ja, die Arsenal-Fans sind natürlich sehr glücklich nach dem Gewinn am Samstag gegen Tottenham. Wie ist das Gefühl jetzt für dieses Spiel morgen dann auch? Die Antwort daraufhin. Ja, es hilft natürlich, Spiele zu gewinnen, das ist ganz klar. Das hilft dem Selbstvertrauen. Aber das ist jetzt hinter uns. Wir fokussieren uns ganz auf das Spiel morgen und wollen weiter gewinnen und wollen den Gruppensieg einfahren. 1 point to top the group. Why is that so important for you? Because every game Arsenal plays is important, and that you want to win, and as well because it gives you an advantage in the draw for the rest of the competition. Gut, die nächste Frage war jetzt, ja, ein Punkt noch zum Gruppensieg, der fehlt Ihnen. Warum ist es so wichtig, den Gruppensieg zu erzielen? Die Antwort daraufhin, ja, für Arsenal ist immer wichtig, die Spiele zu gewinnen natürlich. Und ja, wenn man den Gruppensieg erreicht, dann hat es natürlich auch Vorteile bei der Auslosung und das ist wichtig. Just some team news, Arsene, who's travelling, who's going to play tomorrow? Well, we have an experienced team tomorrow, and overall, I believe that you will see that every single player has a big experience in the Premier League, and we have brought some young players as well who have played in former games. They have done extremely well, like Joe Willock, Eddie Nketiah, Reece Nelson. And overall, I believe we have a good mixture between experience and young players. Gut, dann die Frage jetzt, ja, welche Spieler werden Sie morgen dann auf das Spielfeld lassen? Wer ist morgen mit dabei? Die Antwort daraufhin, ja, wir haben eine gute Mannschaft mitgebracht. Ich glaube, dass ja, wir eine gesunde Mischung haben. Wir haben Spieler dabei mit Erfahrung, aber auch viele junge Spieler dabei. Und ja, Spieler wie zum Beispiel, möchte ich einfach mal nennen, Maitland-Niles und auch Nketiah, ja. Genau, und dementsprechend, also wir haben einen guten Mix aus Erfahrenen und aus Jugendspielern, die auch schon in der Premier League ihre Erfahrungen sammeln konnten und dementsprechend, also wir haben einen guten Mix am Start. Arsene, just wonder whether I could ask you, does Danny Welbeck have a chance to start tomorrow? And what can he bring to the team? Again, you know, he showed flashes at the start of the season just how good he is, and then obviously a little bit of frustration with injuries, but if he can get that fitness, he must be so important. I would say that for me, he's a striker with top physical qualities, has good movement. He's a team player as well, and he can score goals, he can provide, he can play through the middle, he can play on the flanks. So I believe that he's a top-class striker. And on top of that, he's loved by everybody in the squad. You know, he's a fantastic guy. On top of that, he's loved by everybody, and we are all very happy that he's back because he has gone through very difficult periods in his last 3 years. And personally, I'm very happy that he's back.
Gut, also die Frage zu Welbeck, wird er eine Chance morgen bekommen? Was kann er dem Team bringen? Und er war ja sehr lang verletzt jetzt, aber ist wohl wieder mit dabei. Wie wichtig ist er für das Team? Die Antwort daraufhin, ja, also er ist auf jeden Fall mit dabei. Für mich ist es einfach ein sehr guter Stürmer. Er ist sehr stark, physisch sehr stark. Er ist aber auch ein Teamspieler. Er kann Vorlagen geben, er kann über die Flügel kommen, er kann sich in der Mitte sehr gut durchsetzen. Und ja, er ist ein Top-Stürmer, Weltklasse-Stürmer, muss ich sagen. Jeder mag ihn im Team auch und er ist sehr beliebt in der Mannschaft und wir sind alle glücklich, dass er zurück ist. Er hat eine schwere Zeit gehabt, jetzt in den letzten 3 Jahren mit Verletzungen hat er zu kämpfen gehabt und ich persönlich bin sehr glücklich, dass er zurück im Team ist. Can I just quickly follow up on that? You know I'm always obsessed with England and England players, and doing well. But it's World Cup year. It could be a big year for him. He obviously. It is a big year for him. It is a big year for him, but I want it to be a big year for him for Arsenal. Because the consequence of that, the best way to go to the World Cup is not to think I have to prepare for the World Cup, is to do well for your club, and after you automatically are in the national team. We have a player next to me, there's over 100 caps for Germany, but he will tell you that the best way to do that is to focus every day. Gut, dann nochmal eine Nachfrage zu Welbeck und ja, englischer Nationalspieler. Nächstes Jahr steht die WM an und ja, wie wichtig kann er für das englische Team dann auch sein dementsprechend? Und die Antwort daraufhin, ja, es ist natürlich ein großes Jahr für ihn, aber wichtig ist, dass man sich erstmal auf den Verein konzentriert und für Arsenal alles gibt dementsprechend. Das ist natürlich der beste Weg, sich dann auch dementsprechend zu empfehlen für die Weltmeisterschaft und ja, das ist ganz wichtig, dass man sich fokussiert, das ist das, was er auch sagt, dass man sich erstmal auf den Verein fokussiert. Und danach sehen wir dann mit der Nationalmannschaft. With Danny, do you feel that we still haven't really seen the best of him just because he sort of never gets a long run in the team because he's injured and then gets back? Yes, you know, today what is the most important is to have a consistent presence in a competition. If you're in and out, you cannot be at your best. It's as simple as that. And even if you do not play every single game, but you have to be capable to practice every day. Gut, jetzt nochmal zu Danny Welbeck. Ja, glauben Sie, dass wir das Beste bis jetzt noch nicht sehen konnten von ihm, da er aufgrund der Verletzung immer nicht kontinuierlich spielen konnte? Die Antwort daraufhin, ja, heutzutage ist einfach wichtig, eine gewisse Konstanz dann auch zu zeigen, in jedem Wettbewerb dann auch. Und auch wenn man nicht immer spielen kann, wichtig ist, dass man einfach die Kontinuität hat, dann vor allem auch im Training und es immer wieder anbieten kann. Matt, sorry. Ja, Herr Wenger, ist es vielleicht möglich, eine Antwort, ich weiß, dass Sie gut Deutsch sprechen, eine Antwort auf Deutsch zu bekommen? Wie wichtig ist dieses Spiel für Arsenal und eine Einschätzung zum ersten FC Köln? Ich weiß, dass Özil und Santos, glaube ich, zu Hause geblieben sind. Sind halt zu Hause geblieben. Ja, für uns ist es ein wichtiges Spiel, weil wir jedes Spiel gewinnen müssen, weil wir Arsenal sind und immer unter Druck stehen, um zu gewinnen. Und ich glaube auch, die Spieler, die heute gekommen sind, wollen zeigen, dass sie super Spieler sind. Und ich muss sagen, im Training ist es für mich ist es sehr wichtige und sehr schwierige Entscheidungen, denn im Training, wenn ich die Mannschaften, die morgen spielt, gegen die Mannschaft, die am Samstag gespielt hat, ist sehr schwierig zu sagen, wer gewinnen will. Wer gewinnen wird. The question now for the coach in German. How important is this match for you tomorrow for Arsenal? And what do you know about Cologne? Do you know about the situation? What can you tell us about that? The answer was, yeah, it's of course we are Arsenal. We want to always win. We are always under pressure. It's very important that we also show good performance tomorrow. And the players that came with us, traveled with us here, they of course want to show off. They want to present themselves. And it's important not only in training, but also during the matches, of course, to see the players and to have a feeling for them and to see who I'm going to put on the pitch. And yeah, if we compare the two teams from Saturday and the players who will come in tomorrow, it's difficult to say who wants to win more of these two teams. 3 more. Matt? Arsene, back on Danny, people seem to forget he scored a lot of important goals for England in the past, and yet the noises from Gareth Southgate's camps are always quite negative about the chances of some certain players like him getting back in the side. Are you having to help him, encourage him
Because that must be a blow every time you hear it. Yeah, I have a long experience, and I've known players who have won the World Cup who in November had no chance to go to the World Cup. I remember especially Petit, for example, in '98. He made it in April, March, May, and he was one of the main players after the World Cup. So it will be down. Danny has a potential to go. If he is fit, he will go. I'm convinced of that. Gut, nochmal eine Nachfrage zu Danny Welbeck. Er hat sehr viele wichtige Tore geschossen für das englische Nationalteam. Southgate, der Trainer, aber ist da etwas negativ eingestellt, was Spieler angeht, die nach einer Verletzung wieder zurückkommen. Werden Sie versuchen, ihn zu unterstützen, ihn ins englische Nationalteam zu hieven quasi? Die Antwort daraufhin, ja, ich habe schon eine lange Erfahrung, muss man sagen. Ich habe Spieler gehabt, die eine Weltmeisterschaft gewonnen haben. Ich habe Spieler gehabt, die keine Chance bekommen haben, dann auch zu einer Weltmeisterschaft zu reisen. Wir haben da ein Beispiel, zum Beispiel T98, der auch gegen Ende der Saison dann aufgedreht hat und dann teilnehmen durfte an der WM. Aber ja, ich glaube, dass Danny auf jeden Fall das Potenzial hat, die Qualitäten hat, zur Weltmeisterschaft fahren zu können. Und ja, das fit, wenn er fit ist, dann wird er auf jeden Fall auch mitreisen. Davon bin ich überzeugt. At the back. Ja, Herr Wenger, nach Möglichkeit noch eine Frage auf Deutsch. Ihr habt ja mal zur Situation Ihres Gegners, den ersten FC Köln. Die sind abgeschlagen Letzter. Wie sehen Sie die Situation? Und man hält da, was ungewöhnlich ist im Fußball, trotzdem am Trainer fest. Was halten Sie davon? Ist eine schwierige Situation. Wenn du keine Spiele gewinnst, bist du immer unter Druck als Trainer. Im Moment glaube ich, für den ersten FC Köln ist es vielleicht eine gute Möglichkeit, mit weniger Druck zu spielen morgen und freier zu spielen. Deswegen wird das sicherlich ein gefährlicher Gegner für uns. Ist sehr schwierig zu verstehen, weil warum Köln da steht im Moment. Ich habe nicht alle Spiele gesehen. Nur gegen Mainz, glaube ich, waren sie auch unglücklich. Ich glaube, die haben immer noch eine Chance, in der Bundesliga zu bleiben. Ich würde sie nur unterstützen, den Trainer zu behalten. Der hat sehr gute Arbeit geleistet letztes Jahr. Warum nicht dieses Jahr? Er ist kompetent. Sie haben auch Modest verloren, wenn Sie mit letztem Jahr vergleichen. Deswegen glaube ich, Sie müssen ein starker Verein steht auch bei seinem Trainer, wenn es nicht so gut geht. So, yeah, can you tell us about something about the situation in Cologne? They are last on the table. Have you seen the situation? Have you seen some matches maybe? What do you think about the fact that they still believe in the coach? What do you think about that? The answer, yeah, it's of course, for a coach it's always difficult. If you don't win, you're always under pressure. And yeah, but I think that Cologne has a good possibility, maybe tomorrow with less pressure, to play maybe a little bit more freely. It's going to be a dangerous opponent for us, that's for sure. It's difficult to understand why Cologne is so further down in the table. And against Mainz, I saw that match, they had a little bit of bad luck, but I can't understand why they are so at the bottom. And I can only support the club to keep the coach. He showed great qualities last season, and why not this season? They lost Modest, that's another big factor, of course, for the club, but it's a strong club, and yeah, they should keep the coach, of course. In the middle there? That was my question. Okay. James? Per, I know you didn't play on Saturday, but among the players collectively, how much of a desire is there to make the intensity and the quality of Saturday's performance the sort of the benchmark for the rest of the season? I think it was a brilliant example of us bringing it all, fans and players together. It was a great atmosphere and lovely to see how we were together in every single situation, and even in the stands, on the bench, or actually on the field, we seemed to be together, and the intensity was great from the start. And I think it's human that in those occasions we give 20% more. I think it's like that, but we want to reproduce, especially tomorrow. They set a good example for us, those players who come in.
we saw that game, we saw the intensity. To replace that tomorrow and Sunday will be a big challenge for us, and but we embrace it. Gut, also die Frage war, ja, das Spiel am Samstag, was Sie erfolgreich bestreiten konnten, ist es vielleicht auch eine Art Benchmark für die nächsten Spiele, auch für den Rest der Saison, auch so als Beispiel vorangehend?